Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im Moment seltener. Ihr wisst das, ich habe es ja hier geschrieben bei YouTube, dass im Moment ein bisschen weniger Videos kommen, weil wir sind an Umbauen am Haus und so weiter und so fort. Wohnung, Schrägstrich, Haus, hast nicht gesehen. Auf jeden Fall. Aber zwischendurch haue ich jetzt nochmal was raus. Aber es wird bald wieder, habe ich ja auch geschrieben, mehr werden. Also ganz ruhig, Freunde. Heute zum Beispiel zeige ich euch geile Düfte, die auf jeden Fall für den Spätsommer perfekt sind. Weil wir haben ja bald September. Irgendwie ist das Jahr bald um. Und irgendwie ist das schon hart, muss ich schon sagen. Also ja, ich hatte eine sehr harte Woche. Ich habe mir trotzdem währenddessen überlegt, was für Düfte sind perfekt für den Spätsommer. Und das habe ich natürlich... Ja, ich werde ja nicht so ein bisschen arrogant klingen, aber gekonnt wieder hinbekommen. Und ja, ihr kennt, Spaß beiseite. Und hier ist gleich der erste. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk, für die Leute, die es natürlich immer noch nicht wissen. Und ihr seht, Zino Davidoff ist der erste. Warum der? Viele werden jetzt sagen, der ist viel zu stark. Nein, der ist nicht so stark. Ne? Der war aber auch noch nie stark. Ne? Es war noch nie wirklich Beast Mode. Natürlich steht der in Raum ein bisschen mehr für die Leute, die jetzt nicht so viel Düfte tragen. Da kann der schon ein bisschen stärker sein. Aber es ist ein sehr schöner Tabak, Lavendel, so ein Barbershop-Duft, der für mich der Inbegriff des Barbershop-Duftes ist. Und das ist einfach Zino Davidoff. Den habe ich hier 3 Backups plus eine Vintage-Version. Die brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Sieht ähnlich aus, nur die Schrift ist anders. Aber der Duft geht meiner Meinung nach immer noch durch und ist genial. Und ja, es ist ja so leicht Tabak-Style, schön bisschen frisch, blumig, beziehungsweise Lavendel-Style im Hintergrund. Der macht immer noch Spaß. Und Zino Davidoff, ich glaube, ich kann den auch gar nicht wegdenken, ehrlich gesagt. So, der nächste kommt von Lattafa und ist der Art of Universe. Ja, der Art of Universe, den nehme ich wieder rein, weil ihr wollt ja nicht ganz so viel Geld ausgeben, wollt aber ungefähr wie der Blue Talisman riechen, denn ist das euer Duft, auch wenn der ein bisschen synthetischer ist, auch wenn der viel frischer, fruchtiger ist, also so stechend fruchtig stärker. Und das ist so, ich sage ja immer so, im Endeffekt passt es ja für den Beach Club jetzt perfekt. Und ja, so oft vorgestellt jetzt im Sommer und trotzdem musste ich noch mal reinnehmen, weil er eben gut performt und der Spätsommer kann ja auch noch mal, sag ich mal, ein bisschen frischer oder auch sehr heiß werden. Das, ja, es ist schon so mal ein bisschen, man weiß nie, was hier so kommt, ne, was man so bekommt. Aber das ist schon gut und den kennt ihr, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, oder? Und dann haben wir hier einen Duft, passt auf, den weiß ich gar nicht, den habe ich glaube ich nur einmal vorgestellt, das ist der Laura Biagiotti Aroma Uomo, ja, aber ich muss selber gucken, der Green Swing, so, das ist der Green Swing und ihr wisst ja, dass der Laura Biagiotti mein Duft ist, damit fing alles an und zwar zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, nicht jetzt irgendwann, sondern schon vor zig Jahren, das war mein erster Duft, den ich jedenfalls selber gekauft habe, den hier, kann ich auch gerne mal zeigen. Ich hatte davor übrigens auch schon Düfte, also ich mache das schon, wie gesagt, länger. Und ein schönes Teil und den gibt er als, sag ich mal, grüne Variante so mit, ich würde schon fast sagen, ja, ist schon ein bisschen mit Gurkenwasser. Also, es hört sich immer so hart an, Gurkenwasser. Ich bin natürlich auch nicht so Fan von Gurkenwasser, aber so riecht der grün, also so ein bisschen Gras aufgeschnitten, frisch. Und dann dieses Gurkenwasser im Endeffekt, obwohl Gurkenwasser kann ja auch gut sein, es muss ja jetzt nicht, ne? Wenn ihr ein bisschen Salz raufkloppt, kommt es ja auch gut. Also könnt ihr den ja vielleicht ein bisschen mit einem salzigen Duft layern. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man weiß es nicht, was dabei rauskommt. Und auf jeden Fall schaut euch den an. Der Flakon ist derselbe, nur in grün, schönes Teil. Und der hat schon was. Er hat also die DNA vom Original, minimal im Background. Minimal. Aber sonst habt ihr einfach was, so ein grün aufgeschnittenes Gras, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und so ein bisschen Gurkenwasser. Yes. Ist gut. So, und der nächste. Versace Pour Homme, das Original hier, das ist ein sehr großer Flakon, den müsst ihr euch natürlich nicht in dieser großen Flasche 200 ml kaufen, aber was soll ich zu diesem Duft sagen? Nichts eigentlich, außer dass er immer funktioniert. Kühl, aquatisch, nicht zu blau, einfach, also für seine Art und Weise, was er da so kreiert, schon sexy, sinnlich, schon gut gemacht. Versace weiß, was sie da machen und dann
das kann man machen, ne? Also wenn ihr nicht diesen ganzen anderen Klimbim haben wollt, diese ganzen Ableger, wenn ihr immer zum Original steht, dann solltet ihr euch das hier mal holen. Also das kann man wirklich machen und in der kleinen Flasche kostet der auch wirklich nicht viel Geld. Also die Düfte, die ich hier euch zeige, sind grundsätzlich auch günstig. Also sie sind jetzt, also in Anführungsstrichen günstig, ist jetzt kein Oberbrecher von Preis her. Nö, ich gucke noch mal durch. Nee, nicht wirklich. So, der nächste ist der Hugo Boss The Scent. Auch hier, da muss ich noch mal gucken, die haben so viel Ableger. Ich selber, es ist das Original, auch hier in einer riesen Flasche. Normalerweise bin ich kein Fan von großen Flaschen, aber in dem Fall geht es und er ist auch von der Performance ähnlich. Bei Job Om zum Beispiel müsst ihr aufpassen, da sind die 200 ml irgendwie schwächer. Ja, und hier haben wir natürlich, der geht auch in Spätsommer, auch wenn er süßer ist. Ne? Er hat aber eine kühle, holzige, minimal holzige, schöne, fruchtige Süße, die, finde ich, perfekt im Spätsommerabend funktioniert. Und was ich wirklich gut finde, ist dieser Flakon. Also ich finde, dass dieser The Scent Flakon cool ist. So, da muss man wirklich sagen, also es ist ja Geschmackssache, ne? Ist alles Geschmackssache. Und den fand ich schon immer gut. Egal wie und egal wann, egal wo. Auf jeden Fall, ja. Boss The Scent, das Original. Auch hier wieder das Original. Solltet ihr mal euren Riechkolben führen, der kommt richtig gut in Spätsommer. Jetzt kommt auch ein Duft, der auch perfekt in Spätsommer passt. Das Original ist für mich der beste Strandduft. Und ihr wisst, was ich meine. Jil Sander Sunman ist für mich immer oder der Inbegriff des Strandduftes. Der riecht einfach, ihr wisst ja, Sommer, Sonne, Strand und hast nicht gesehen. Und da gibt es das Parfüm. Und das ist im Endeffekt abgerundeter, tiefer. Ihr habt die DNA, habt ihr schon vom Original. Nur ja, so ein bisschen eine etwas stärkere Sonnencreme als das Original. Also nicht wirklich, das ist so wirklich Strand, Club, abends, es ist noch warm. Und das Original ist wirklich diese, ja, von morgens bis, sag ich mal, spät Nachmittag am Strand rumlungern, weil, ja, das passt einfach. Und das ist aber auch, es riecht einfach nach Urlaub, nach Spätsommer, einfach perfekt. Auch hier in so einem milchigen Flakon, Glas. Ich hoffe, der Fokus schafft das immer. Und ja, alles sehr nice. Übrigens, ich muss das immer wiederholen. Ich habe jetzt hier die Haltbarkeit nicht erwähnt. Das Ding immer mit der Haltbarkeit ist, ich habe irgendwie keine Lust da mehr drüber zu labern, weil jede Haltbarkeit ist bei jedem anders. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass der Zino Davidoff bei manchen 3 Stunden hält und bei manchen 11 Stunden. So, soll ich jetzt jedes Mal dieses Zwischending sagen? Es ist immer anders, genauso wie mit der Sillage. Ihr wollt das mal wissen, obwohl das langsam, finde ich, gut so ein bisschen abgeschwächt ist, nur über Haltbarkeit und Sillage zu talken, weil man hat ja nur noch darüber geredet und nicht über den Duft. Und ich finde, es bringt nichts. Ich habe eine ganze Weile immer die richtigen, sag ich mal, Stunden gesagt und dann habe ich dieses Zwischending genommen, weil immer so zwischen 6 und 11. Aber das bringt nichts so. Und in der Sillage genau dasselbe, weil Leute, die keine Düfte benutzen oder kaum, die werden einen Duft viel stärker wahrnehmen als ihr oder die Leute, die ständig Düfte um euch rum haben. Deswegen macht das keinen Sinn. Ja, hier, Jil Sander hält bis 8 Stunden. So, hält bis 8, 9 Stunden. Kann aber auch bei manchen 4 Stunden halten. Ihr müsst ja den glauben. Manche meinen das. Gut, die Leute, die 1 Stunde reden, ist Hauptsache, sie sappeln irgendwas. Klar, ne? Aber im Endeffekt macht das nicht wirklich Sinn, groß. Auch für meine Kollegen. Es macht fast gar keinen Sinn, darüber groß zu reden, weil es gibt immer Leute, die was anderes sagen und so weiter. Also, ne? Und meine Sachen, wenn ich sage, ja, der hält bei mir 8 Stunden, das hilft euch nichts. So, weil jede Haut auch noch anders ist und dann kommen wir wieder, was ich eben eingangs erwähnt hatte, wie Leute das wahrnehmen. Und deswegen ist das eigentlich Käsekuchen. Ja, es geht ja auch hauptsächlich auch um den Duft. Ich glaube, da sollten wir mal back to the roots wieder zurückkommen. So, hier, Art of Arabia One. So, das ist der erste. Hier schön ausgestanzt für die Leute, die den Flakon immer noch nicht so kennen. Schönes Teil. Da habt ihr eine schöne Teenote und eine Minze. Hat natürlich einen großen Bruder. Das ist der Imagination.
von Louis Vuitton, nur dass der mehr zitrisch ist und die Teenote hat, noch ein bisschen ausgeprägter. Und hier haben wir mehr Minze und die Teenote, aber nicht ganz so doll, aber schon präsent. Natürlich ein bisschen synthetischer im Gegensatz zum Original, aber für 40 € perfekt und mit einer der besten Lattafa, muss man schon sagen. Natürlich abgeguckt, das ist nochmal Fakt oder Faktum, wie ich sage immer, aber das könnt ihr machen und den Spätsommer einfach perfekt. So, und zum guten Schluss Joop Wow als Fresh. So, der kostet nur 20 € und hält länger als das Original. Den linken gibt's nicht mehr. Und das ist der Intense, der ist eingestellt worden, aber das Original kriegt übrigens auch schon für 25 € für 100 ml. Das ist schon nice. Geiler, pfeffriger Duft. Und das habt ihr hier auch. Nur im Endeffekt ein bisschen frischer und der hält sogar besser. Also, das glaubt auch nicht jeder. Da kommen wir wieder zur Haltbarkeit. Aber er hält wirklich besser. So, das sagen übrigens viele. Also jedenfalls, ne, im Gegensatz zum Original. So, geil. Oh, Fresh, nein, das war falsch. Nur Wow von Joop, also Wow Fresh. Ja, das waren meine Düfte. Ganz easy mal kurz, ne, reingetalkt. Ich hätte natürlich jetzt wieder mehrere zeigen können. Man könnte auch noch CK1 nehmen. Das ist auch ganz klar. Geht auch im Endeffekt zum Spätsommer. Aber ich habe ihn nicht reingenommen, weil er denn doch mehr in Hochsommer geht. Im Endeffekt, ja, jetzt können wir wieder darüber reden, ihr könnt auch Oud-Düfte raufknallen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Aber im Endeffekt sind das so ein paar Ableger, die nicht so teuer sind für den Spätsommer. So, Freunde, dann bin ich raus und wir sehen uns, denke ich mal, bald wieder. Ne, ich bin noch nicht ganz fertig hier, gucken wir mal, aber auf jeden Fall, irgendwann geht's wieder regelmäßig hier zur Sache. Also Leute, reinhauen, Grüße gehen raus nochmal an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.